Tatsächlich gebalanced, dass die Klasse das kann, aber dafür die andere nicht gut. Also meiner Meinung nach ist das Spiel nicht gut gebalanced. Aber dass manche Klassen halt besser im Leveln sind und manche besser im Bosse töten, so vom grundsätzlichen Prinzip her ist das nicht falsch, ne. Also der größte Schwachpunkt beim Balancing in FLAF ist definitiv die Gap bei den Damage-Dealern. Und was viele Leute immer nicht berücksichtigen ist, es muss halt PvE-Balancing und PvP-Balancing geben und das dürfte miteinander eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Also das Schlimmste, was jemand machen kann, ist zu sagen, zum Beispiel Jester ist ja Trash im PvE, aber er kann ja im PvP... Nein. PvE ist PvE und PvP ist PvP. Das darf nicht miteinander verglichen werden, weil das hat ja dann nichts mit Balancing zu tun. Ich spiele auch eine Klasse nicht im PvE, weil sie so stark im PvP ist. Das ergibt keinen Sinn, das ist ja ein Widerspruch in sich. Juckt mich doch nicht, wie stark der im PvP ist oder bei Psykeeper oder so. Das ist mir scheißegal. Ich spiele kein PvP, also muss es im PvE auch irgendwo funktionieren. Und das gibt es in FLAF definitiv nicht. Und selbst PvP-Balancing ist, glaube ich, ziemlich schlecht. Also... Nein, ich denke nicht, dass das gut gebalanced ist. Aber was du jetzt meinst, ist halt, dass manche Klassen schneller oder besser leveln, also vor allem AOE halt, versus 1v1. Ich meine, das kannst du nicht vergleichen, weil das ist erstens ein anderer Spielstil und zweitens, da hat es halt grundsätzlich schon irgendwo einen Ausgleich gegeben. Klassen, die sauschnell leveln, wie zum Beispiel Elementor. Und dafür halt aber voll schlecht darin sind, du kannst kein Solo Clockworks machen, du kannst kein Solo Red Meteor machen, du kannst kein Solo Meteor machen, du kannst kein Solo Kriton machen. Und wenn dann nur mit extrem überpowerten Equipment und selbst dann ist es immer noch sinnlos und es wäre sinnvoller, du equipst dir einfach einen Blade, der nur halb so gutes Equipment hat und es würde schneller gehen. Also das ist das Einzige, was tatsächlich halbwegs gebalanced ist eigentlich. Dass es halt Klassen gibt, die im Leveln stärker sind und dafür im Farmen schlechter. Da gibt es schon einen Ausgleich. Das ist tatsächlich eine der wenigen Dinge, die schon gebalanced sind. Würde ich sagen. Blade auch die beste Klasse für PvP? Nein. PvP die besten Klassen müssten sein Psy, BP und Ranger. Und Ringmaster. Wenn man es auf FEC anspielt. Das waren zumindest die besten Charakter vom letzten Turnier. Keine Blades, keine Elementoren, nur einen Jester und keinen Knight. Schwierig. Aber wie gesagt, es muss PvE und PvP-Balancing geben. Und ich finde das, wie gesagt, weil immer wieder, wenn man darüber redet, wirft immer jemand irgendwo so ein Argument in den Raum. Und das sollte eigentlich nicht passieren müssen, dass jemand so ein Argument sucht. Weil das ja eigentlich nichts miteinander zu tun hat. Das ist ja wie Äpfel und Birnen vergleichen.